Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Louis Vuitton Pacific Chill ist am Start. Hier, ihr seht, eingeschweißt. Ich habe ihn noch nicht getestet. Das werde ich jetzt gleich mit euch machen. Sehr interessant. Ja, der neue Sommerduft von Louis ist am Start. Ist er besser als Afternoon Swim? Ist er besser als Imagination? Das sind schon zwei geile Sommerdüfte. Kommt er auch daran? Es gibt natürlich noch andere Sommerdüfte von Louis, aber die ich eben gezeigt habe, sind schon die besten. Ja, und jetzt kommt er hier und ja, jetzt werde ich mit euch den Duft mal zusammen auspacken. So, ja, dann fangen wir mal an, das gute Stück auszupacken. Natürlich direkt bei Louis bestellt. Und ich muss eins vorweg noch erwähnen, weil das immer, ja, leider muss man das erwähnen. Es wird wieder welche geben, die sagen, das ist zu teuer und der ist zu teuer. Vielleicht hält er auch nicht so lange und so weiter und so fort. Freunde, ich weiß ja, die fest eingesessenen Zuschauer hier sagen das nicht, aber es gibt eben welche, die es immer wieder erwähnen. Leute, es gibt eben Leute, die können sich Louis Vuitton leisten. Denen ist das egal, ob das 260 € kostet oder 300 €. So. Und denen ist dann auch egal, ob die Haltbarkeitsilage nicht so stark ist. Wer sich das leisten kann oder auch andere Marken teure, denen ist das meistens egal. So, ich kenne viele Leute, die können sich diese Dinger locker leisten und denen ist das Latte. Es geht ja darum, dass die meisten oder viele sagen, ja, der hält für den Preis nicht so. Der Preis ist so hoch. Ja, das ist immer dasselbe bei diesen Marken. Roja Parfüms genau dasselbe. Leute, denkt einfach dran, es gibt immer Leute, die sich die leisten können, die Düfte. Und den meisten ist das egal, wie lange er hält. Das ist ein Sommerduft, der muss nicht 12 Stunden halten. So, wenn er 12 Stunden hält, so wie Marc Geber aus Orange Flamingo, ist das schön. Aber er ist nicht darauf aufgebaut, dass er jemanden erschlägt. Die meisten Sommerdüfte nicht. Er soll ein Begleiter sein. So wie Roger Darf zum Beispiel, man sagt, ein Duft muss ein Begleiter sein. Ich finde das auch geil. Ich finde das auch geil, wenn Düfte extrem stark sind. Aber ich sage nichts, wenn sie nicht stark sind. Ich sage das euch. Wenn ich das hier erwähne, sage ich, okay, der könnte besser oder der wäre schön, wenn er länger hält. Ja, natürlich. Aber persönlich, wenn der jetzt 5 Stunden hält, egal, 5 Stunden geiles Wetter und dann diesen geilen Duft, also wenn er geil ist, ich kenne ihn ja noch nicht und so weiter und so fort. So, das ist der Punkt. Aber ich will nicht abschweifen, daher lassen wir das einfach so stehen. Fakt ist, wer sich den leisten kann, kauft sich den und dann ist auch gut so und immer dieses, ich wollte eigentlich nicht drauf eingehen, auf die Haltbarkeit oder dieses Thema Haltbarkeit zu teuer, Silage zu teuer. Man redet, ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, man redet nur noch über das und nicht mehr über den eigenen Duft und naja, so ist das. So, hier wieder das Übliche, das kennen wir aus der Packung geholt, denn, oh ja, sehr nice, schön grün, durchsichtig. Sehr, sehr nice. Diesmal ohne Eingravierung meiner Daten, FD für Fragrance Talk. Irgendwie gab es das nicht mehr oder ich habe das übersehen. Ist auch egal. Ja, lass liegen, tritt sich fest. So, da haben wir Pacific Chill. So, und ich bin jetzt gespannt. Ich kenne diesen Duft nicht. So, ich kenne ihn nicht. Wir werden erstmal einmal sprühen, denn man kann gleich sprühen. Naja gut, dann kann man auch gleich riechen. Oha. Oh. Das ist nice. Also die Aprikose ist gleich am Start. Aprikose. Das ist, wer Aprikosen mag, ist hier jetzt schon mal am Anfang natürlich in der Kopfnote sehr geil bedient. Im positiven Sinne. Ja, Orange. Da sollen auch Datteln drin sein. Ich liebe ja Datteln. Datteln sind extrem gesund. Das weiß überhaupt keiner. Also finde ich, also Datteln sind geil, ne? So, ich habe hier nichts drauf. Ich werde dir natürlich erstmal auflegen hier. 2 Sprüher. Oh, extrem frisch. Denn die Minze, habe ich vergessen, die Minze ist natürlich auch gleich am Start. Oh, das ist natürlich, das ist schon nice. Also für den Sommer, der reiht sich, das ist schon geil. Was soll ich sagen? Der reiht sich so richtig dazwischen ein, zwischen Imagination und Afternoon Swim, geil.
Also, dass die Ähnlichkeiten mit Afternoon Swim, habe ich gehört, komplette Ähnlichkeit. Na, da haben wir schon wieder das Gesülze. Nein, das ist ein absoluter Blödsinn. Aber was auch geil ist, ist die Aprikose. Die soll ja weggehen. Also die Aprikose ist geil. Also, ich sage euch eins. Datteln ist so ein Hintergrund, dieses leicht süß, aber wirklich ganz minimal. Also es ist kein Dattelduft, der richtig durch die Süße kommt. Datteln sind ja süß. Und die Minze ist auch geil. Das ist eine andere Minze hier. Das ist jetzt nicht... das ist kein typischer Minz. Also nicht die typische Minze, die ihr kennt, wie... Live ist immer geil. So ein First Impression ist geil, sollte man öfters machen. Das ist eine entspannte Minze, genau. Man merkt gleich die Orange im Background und die Aprikose. Das ganze Zusammenspiel ist nice. Süßlich, ganz wenig süßlich. Ich wollte schon sagen, ein bisschen, ich rieche so Apfelsine, aber ist, glaube ich, gar nicht dabei. So einiges dabei, glaube ich. Oh, ich glaube, Bergamotte ist da. Nee, Bergamotte. Also ich rieche für mich, man soll ja auch selber sagen, was man selber riecht und nicht, was man irgendwo gelesen hat. Ich finde auch ein bisschen Apfelsine, so ganz wenig im Background. Der ist gut. Also man muss sich ja vorstellen, dass das Düfte sind ab 25 Grad. Und in Deutschland sind auch, also wir haben ja jetzt schon 22 Grad und nachher, also im August, das ist ein Perspektiv. Man fühlt sich ja wie ein, ich habe gelesen, man läuft Venice Beach, Santa Monica Beach, da gibt es ja so einige in Kalifornien, Los Angeles, LA, ist sehr nice, da wer da also noch nicht war, Leute, guckt euch das an. Ja, wenn man da so läuft am Strand, der Strand ist sehr, sehr breit, Santa Monica Pier entlang, oder nee, Santa Monica Pier ist ein bisschen too much, weil extrem voll, aber so am Strand schön spazieren oder auch mit einem Skateboard oder auch mit dem Fahrrad da lang juckeln ist, und dann diesen Duft, ja, das passt, California Dream, das ist geil. Die Aprikose, merke ich jetzt schon, geht so ein bisschen in den Hintergrund, oder ja, ist auch mal geil. Das ist jetzt First Impression ist geil, das ändert sich immer. Ja, das ist geil. Also ich kann nur sagen, der erste Eindruck gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut und nach Flakon braucht man nicht so viel zu sagen. Also ich weiß ja nicht, ob sie jedes Jahr einen Sommerduft rausbringen. Also das ist geil. Ich glaube, ich habe mir die Proben, warte mal. Kannte ich aber schon. Einmal California Dream, siehst du, da haben wir es. Und On the Beach, den habe ich ja so und so. Ich habe ja erwähnt, dass der Le Male ist das, glaube ich. Der Le Male in der Pride Edition stärker ist als der. Ja, das mag sein. Es hat auch einer untergestellt, dass der hier ein bisschen ausgewogener ist. Das hatte ich ja aber auch erwähnt. Aber von der Stärke ist der Pride Edition extrem stark, auch wenn er vielleicht ein bisschen synthetischer ist. Aber ich glaube, ich werde On the Beach California Dream, ich kenne den, das ist jetzt, die kommen jetzt nicht an die 3 Pacific Chill, Afternoon Swim und Imagination ran. Nein. Und da gibt es, glaube ich, noch einen. California Dream, On the Beach und noch einer ist da, glaube ich. Egal, ich glaube, die 3 werde ich werde mir die trotzdem noch holen. Und dann, das sind die Sommer, das ist geil. Ich glaube, ich werde die mal übereinander legen. Dass wir, hier. Das ist, also der kommt gleich nach, nee, ich will sie nicht ranken. Das ist so ein bisschen anders, Imagination ist anders, Afternoon Swim ist so dieser Poolduft. Nein, Imagination mit der Teenote und hier mit der Aprikose, Afternoon Swim ist einfach Pool-Style, Orange und so weiter. Deswegen will ich das jetzt nicht vergleichen, das lassen wir jetzt. Ich denke mal, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde jetzt erstmal einen Augenblick warten und sehen, was der Duft so sagt. So, ja, da bin ich wieder. Also nach ein paar Stunden später. Ja, also ich finde den Duft wirklich gelungen. Natürlich geht die Aprikose ein bisschen weg, aber es bleibt trotzdem die Süße, die Dattel ist da, die Orange ist da, das Frische ist jetzt natürlich logischerweise nicht so mehr so wie am Anfang, aber es gibt kaum Sommerdüfte, die extrem frisch nach ein paar Stunden sind. Ich habe ihn jetzt wirklich 5 Stunden, 6 Stunden, nicht ganz 6 Stunden auf der Haut. Also mit 2 Stunden, dieser ganze Schwachsinn stimmt mal wieder nicht. Ne? Es ist klar, natürlich ist jede Haut anders. Jede Haut ist anders. Und wenn einer wirklich ganz schlechte Haut hat, okay.
Aber ich habe das ja schon öfters gehört und deswegen oder gelesen und deswegen kommt das nicht ganz hin. Aber der erste Eindruck ist wirklich nice. So, ich kann nichts anderes sagen. Pacific Chill von Louis ist gelungen und man kann sich freuen, wenn der Sommer da ist, also der richtige Sommer und August, September, dann brutzelt das, hoffe ich. Was heißt hoffe ich? Also es soll ruhig werden und dann schön diese 3 Düfte, meinetwegen auch On the Beach noch und California Dream und den letzten habe ich immer noch nicht. Ich bin der Meinung, da ist noch einer vergessen, aber ihr solltet euch, es ist natürlich schwer, geht in Louis Store oder müsst das blind bestellen, anders geht das nicht. Oder eine Abfüllung auf Parfumo, aber Fakt ist, Pacific Chill, für mich persönlich finde ich das sehr nice und nicht so, es ist kein Axe-Deo-Spray, es ist kein, was ich gelesen habe, nein. Na, das ist das, was ich meine, was ich auch schon am Anfang gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, warum Leute das machen, es ist auch wieder so ein bisschen Deutschland. Man sollte da nicht drüber reden, keine Ahnung. Die Leute, die Louis, vor allen Dingen überhaupt Louis kaufen oder auch andere Designer, nochmal, denen ist das egal, die wollen den Duft haben, die kaufen ihn so und so. Punkt. So wie ich kaufe ihn, weil ich ihn geil finde. Und wenn der jetzt nach 6 Stunden, es natürlich hautnah denn, aber wenn der irgendwann aufhört, dann ist das so. Punkt, das ist ein Sommerduft. So, ganz einfach. Und selbst ein Winterduft. Ich will Louis haben, ich kaufe Louis. Und alle anderen, die sich das gleich vorweg, das ist kein Diss, logisch. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht mit einem goldenen Löffel geboren. Oder da, wo ich jetzt bin, war ich ja vor ein paar Jahren noch nicht. Also, was heißt vor ein paar Jahren? Schon ein bisschen länger her. Und ich musste mich auch hocharbeiten und ich musste auch auf vieles sparen. Und Leute, deswegen sage ich, meckert nicht einfach immer rum und sagt, wie die 260 € und so weiter. Das bringt nichts. Es bringt doch nichts. So, lasst die Leute, kauft den einfach nicht und lasst die Leute kaufen, die den kaufen. Ganz einfach. So, also Leute, egal. Testet den, geht in Louis Store. Pacific Chill ist schon sehr, sehr nice. Also, bis zum nächsten Mal.